Der Mann war mit Hausarbeiten beschäftigt, als er im Winkel der Scheune etwas rascheln hörte. Es stellte sich heraus, dass dort einige winzige Kätzchen lagen. Die Kleinen waren noch blind und völlig hilflos. Die Mutter war nirgends in der Nähe. Der Bauer war einerseits gerührt von der Ankunft der flauschigen grauen Knäuel, andererseits aber auch sehr ratlos. Die Katzenmutter kam nicht zurück, und die Kleinen brauchten dringend Hilfe. Der Bauer wusste nicht, wie man neugeborene Kätzchen versorgt. So brachte er die Kleinen in das Dauersko-Reservat. Dort bekam er sofort einen guten Rat: Wenn man die Flauschis nicht mit einer Pipette füttern könne, müsse man eine Adoptivmutter für sie finden. In der Nähe müsse es eine Katze geben, die kürzlich Junge bekommen habe. Bevor der Bauer auf die Suche ging, beschlossen die Experten jedoch, die Kätzchen zu untersuchen. Und da begann das Interessante. Es stellte sich heraus, dass die Kleinen keine gewöhnlichen Hauskatzen, sondern Manul-Welpen waren. Der Manul ist ein seltenes und scheues Tier. Daher ist er nur wenig erforscht. Die flauschigen Verwandten der Hauskatzen lassen sich nicht zähmen und sind gegenüber Menschen sehr vorsichtig. Kleine Manul, wie alle Jungtiere wilder Tiere, sind dem Menschen gegenüber ruhig, können mit ihm spielen und Freundlichkeit zeigen. Aber sobald das Tier erwachsen wird, ist von der Zärtlichkeit keine Spur mehr zu sehen. Daher die Schwierigkeiten bei der Haltung. Der Manul beginnt, den Menschen zu meiden, kann aggressiv werden oder im besten Fall einfach die Anwesenheit des Besitzers ertragen, wobei er seine Unfreundlichkeit deutlich zeigt. Der Bauer hätte mit dem Verkauf der kleinen Manul gut verdienen können. Aber er wollte den freigeistigen Tieren nicht das Leben verderben und sie in Volieren auf Privatgrundstücken einsperren. Der Mann beschloss, die Kleinen im Reservat zu lassen, wo sie aufgezogen und später an die Bedingungen der Wildnis gewöhnt werden sollten. Für die Flauschis wurde eine Adoptivmutter gefunden, die gerade ihre eigenen Jungen säugte. So war das Problem der Fütterung gelöst. Die Manul wuchsen schnell, wurden aktiver und nahmen deutlich an Größe zu. Als die Schönheiten völlig selbstständig waren, wurden ihnen Funkhalsbänder angelegt und sie in die Freiheit entlassen. Doch im Winter hatten die jungen Manul einen schweren Stand. Sie warfen die Halsbänder ab und irrten auf der Suche nach Nahrung umher, für die Mitarbeiter des Reservats unsichtbar. Später gelang es, die jungen Tiere zu finden, die allerdings ziemlich abgemagert waren. Sie mussten wieder unter den gastfreundlichen Schutz gebracht werden. Im Frühling wurden die Manul wieder freigelassen. Zu diesem Zeitpunkt waren sie kräftiger und hatten gelernt, selbst zu jagen. Jetzt waren die wilden Kätzchen voll in ihre natürliche Umgebung integriert. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.